Es gibt wenige Themen, über die es mehr Mythen, Irrtümer und Schwachsinn im Internet gibt, als über Holdings. Und deswegen dachte ich mir, ich nehme mal ein Video dazu auf, was eigentlich eine Holding ist, wann eine Holding Sinn ergibt und wann eine Holding ein Schuss ins Knie ist, also wann sie komplett überflüssig ist. Und das Wichtigste vorab ist, eine Holding ist keine eigene Rechtsform. Also es gibt nicht die Möglichkeit, irgendwo hinzugehen zum Notar oder zum Gewerbeamt zu sagen, ich gründe jetzt eine Holding. Eine Holding wird eine Holding, weil sie etwas tut, und zwar etwas holden, also halten. Und im häufigsten Fall ist es eine GmbH, die eine andere GmbH hält, also besitzt. Ich habe ja schon einige Videos zum Thema GmbH und Steuern aufgenommen und wie man eine GmbH gründet. Die findest du auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Das heißt, du gründest eine juristische Person, eine GmbH, und diese GmbH gründet dann eine neue GmbH. Das heißt, letztendlich gibt es die Struktur, dass es einmal dich gibt als Mensch und du hältst Anteile an einer GmbH, das ist denn die Holding GmbH, und diese Holding GmbH hält Anteile an einer weiteren GmbH, der operativen GmbH. Das heißt, du hast quasi so 2 Stockwerke unter dir oder über dir, je nachdem, wie du es halt aufmalst. Und das macht eine Gesellschaft denn zu einer Holding. Und letztendlich kannst du jede Rechtsform zu einer Holding werden lassen. Und zwar, indem jede Rechtsform dann halt Anteile an einer anderen Gesellschaft hält. Zum Beispiel auch eine Stiftung. Eine Stiftung ist eine Rechtsform und eine Stiftung kann Anteile an einer GmbH halten und dann ist es halt eine Holding-Stiftung beispielsweise. Welche Vorteile und Nachteile und Konsequenzen das Ganze hat, das schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Und wir fangen mit dem wichtigsten Punkt an. Das ist der Punkt, warum sich Leute überhaupt mit Holding-Gesellschaften beschäftigen. Und wichtiger Hinweis an dieser Stelle: In diesem Video schaue ich mir wirklich das ganz typische und am weitesten verbreitetste Beispiel an, dass eine GmbH eine andere GmbH hält. Und zwar zu 100%. Das heißt, dir gehört zu 100% eine GmbH, die wiederum zu 100% eine andere GmbH besitzt. Das ist jetzt das Beispiel, was wir uns in diesem Video mal etwas näher anschauen. Und wenn das der Fall ist, dann zahlt deine Holdinggesellschaften nahezu keine Steuern auf die Gewinne, die aus der operativen Gesellschaft ausgeschüttet werden. Und zwar sind diese Einkünfte zu 95% steuerfrei. Das heißt, die Holdinggesellschaft zahlt nur auf 5% der Gewinne überhaupt Steuern und auf 95% keinen einzigen Cent. Und das klingt natürlich wahnsinnig verlockend. Und außerdem hast du natürlich die typischen Vorteile, die du in einer GmbH hast. Die Haftung ist zum Beispiel etwas eingeschränkter. Die ist übrigens nicht vollkommen ausgeschlossen. Dazu nehme ich vielleicht mal ein separates Video auf. Aber du bist bei weitem als Geschäftsführer einer GmbH überhaupt nicht haftungsfrei, um das mal so zu sagen. Aber du bist zumindest in Teilen von der Haftung befreit. Und das klingt natürlich wahnsinnig verlockend, zu sagen, das ist ja nahezu steuerfreies Einkommen. Das geht überhaupt in Deutschland, in einem Land, wo ständig überall auf alles Steuern anfällt. Das ist ja wahnsinnig beeindruckend. Aber diesen großen Vorteil kriegst du natürlich nicht geschenkt. Wenn wir jetzt mal ein Einzelunternehmen vergleichen oder das Konstrukt, dass du einfach direkt eine GmbH besitzt oder der Holdingstruktur, dass du eine GmbH besitzt, die eine GmbH besitzt, hast du natürlich deutlich mehr Aufwand und damit auch Kosten, wenn du quasi eine Holdingstruktur unterhältst, weil du hast jetzt 2 GmbHs. Du musst zweimal Buchhaltung machen, du musst zweimal Jahresabschlüsse erstellen, du musst auch zweimal diese Jahresabschlüsse beim Bundesanzeiger veröffentlichen oder hinterlegen und du hast zweimal IHK-Beiträge und so weiter. Das heißt, du hast quasi die doppelten Kosten. Eine GmbH verursacht immer Kosten, auch wenn sie komplett inaktiv ist und der einzige Daseinszweck es nur ist, Anteile an einer anderen GmbH zu halten, verursacht sie Kosten. Du musst all die genannten gesetzlichen Auflagen trotzdem erfüllen. Meistens brauchst du bei einer GmbH schon einen Steuerberater, weil das Ganze gar nicht so simpel ist, gerade wenn du so ein steuerliches Konstrukt aufbaust. Und ein Steuerberater nimmt für die Betreuung einer solchen Gesellschaft so zwischen 2.000 und 5.000 Euro pro Jahr. Das ist so das, was du ungefähr an Kosten erwarten kannst, nur dafür, dass dieses Konstrukt existiert. Und das Ganze musst du natürlich nicht nur für die Holdinggesellschaft machen, sondern auch für die operative Gesellschaft. Das heißt, rein
Allein regulatorische, Buchhaltungs-, Steuer- und Abschlusskosten kosten in der Holdingstruktur dann halt zweimal 2.000 bis 5.000 Euro. Und das musst du natürlich erstmal durch eine Steuerersparnis auch erwirtschaften. Das solltest du also unbedingt wissen. Das heißt, wenn du jetzt gerade anfängst mit deiner Selbstständigkeit und noch gar nicht weißt, ob und wie viel Gewinne du eigentlich erwirtschaftest, dann ist das vielleicht nicht die allerbeste Idee, als erstes einmal eine Holdingstruktur zu gründen, weil du hast ja dann irgendwas steuerfrei. Mach erstmal Gewinne, bevor du dir darüber Gedanken machst, wie du die Steuern auf die Gewinne dann reduzierst. Und am besten schauen wir uns mal die 3 unterschiedlichen Szenarien an. Ein Einzelunternehmen, eine einfache GmbH und eine Holdingstruktur mit 2 GmbHs. Was bedeutet das steuerlich eigentlich ganz genau für dich und an welcher Stelle sparst du eigentlich tatsächlich Geld? Für das Beispiel klammer ich die Umsatzsteuer mal aus, weil die Umsatzsteuer ist bei allen 3 Szenarien komplett identisch. Das heißt, die Umsatzsteuer macht da keinen Unterschied. Und deswegen schauen wir uns nur die Steuern auf den Gewinn jeweils an. Und das einfachste Beispiel ist das Einzelunternehmen. Als Einzelunternehmer zahlst du zunächst einmal Einkommensteuer. Und die Einkommensteuer, die steigt mit deinem Einkommen an, also mit deinen Gewinnen letztendlich an. Startet bei 0%, das heißt, du auf die ersten ungefähr 12.000 Euro pro Jahr Gewinn zahlst du erstmal gar keine Einkommensteuer. Das heißt, Steuerlast gleich 0. Und dann steigt die Steuerlast aber an mit steigendem Einkommen, also steigendem Gewinn, bis zu 45%. Das heißt, in der Spitze zahlst du als Einzelunternehmer tatsächlich 45% Steuern auf deinen Gewinn. Da kommt dann eventuell noch Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag und so weiter dazu. Aber wir bleiben mal bei ungefähr 45% Steuerlast. Wenn du Gewerbetreibender bist, zahlst du zusätzlich noch Gewerbesteuer. Diese Gewerbesteuer kannst du dann aber wiederum in der Einkommensteuererklärung anrechnen und deswegen würde ich das an dieser Stelle auch einfach mal ausklammern, denn unterm Strich erhöht die Gewerbesteuer in den allermeisten Fällen nicht die tatsächliche Steuerlast. Es führt einfach nur dazu, dass man ein bisschen weniger Einkommensteuer und dafür aber Gewerbesteuer zahlt, aber unterm Strich liegt die Steuerbelastung bei Einzelunternehmen, egal ob Freiberufler oder Gewerbetreibender, zwischen 0 und 45%. Bei dem zweiten Fall, also du besitzt eine operative GmbH, werden ja die Gewinne erwirtschaftet in der GmbH und die GmbH zahlt keine Einkommensteuer. Die GmbH zahlt aber erstens Körperschaftssteuer in Höhe von 15%. Und diese 15% sind flat, also für den ersten Eurogewinn und den 1.000.000. Eurogewinn und dem 1.000.000.000. Eurogewinn auch. Immer 15% Körperschaftssteuer. Außerdem zahlt die GmbH Gewerbesteuer. Und die Gewerbesteuer ist nicht anrechenbar auf die Körperschaftssteuer. Das heißt, die Gewerbesteuer muss tatsächlich auch unterm Strich bezahlt werden und ist eine finanzielle Belastung. Die liegt je nach Gemeinde ein bisschen höher, ein bisschen niedriger, aber auch ungefähr 15%. Das heißt, eine GmbH kann man ungefähr sagen, zahlt 30% Steuern. Immer. Flat. Vom ersten bis zum letzten Eurogewinn immer 30%. Das ist also für Geschäftsmodelle, die hohe Gewinne erwirtschaften, attraktiver, weil als Einzelunternehmen zahlst du ja 45%. Das kann man soweit festhalten. Allerdings hast du jetzt einen großen Nachteil und zwar steckt dieser Gewinn ja in der GmbH. Das heißt, wenn du den da jetzt reinvestieren möchtest, in einem späteren Jahr beispielsweise, dann ist das fein. Dann lässt du das Geld einfach in der GmbH, zahlst darauf 30% Steuern und dann lässt du das Geld einfach in der GmbH liegen und kannst das irgendwann in Zukunft dir als Gehalt auszahlen, irgendwann als Gewinn ausschütten, irgendwo rein anders investieren und so weiter. Aber sobald du sagst, was soll ich denn mit diesem Gewinn, auch wenn er versteuert ist, in der GmbH, ich will es ja selber ausgeben, ich will in Urlaub fliegen, ich will mir privat ein Auto kaufen, ich will meine Familie ernähren, ich will was auch immer, dann musst du dieses Geld ja aus der GmbH rausholen. Und wenn du da eine Gewinnausschüttung machst, musst du tatsächlich auf diese Gewinnausschüttung nochmal Steuern bezahlen. Und zwar Kapitalertragssteuer in Höhe von 25% und Solidaritätszuschlag. Aber wir können uns merken, von den 70% nach Steuern, die noch übrig geblieben sind nach Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer, zahlst du noch einmal 25% Steuern, wenn du diesen Gewinn ausschüttest aus der GmbH, damit du es privat ausgeben kannst. Und 25% von den verbleibenden 70% sind 17,5% Steuern. Also vom ursprünglich vollen Gewinn sind das dann nochmal 17,5%. Das bedeutet, wenn eine GmbH einen Gewinn macht, dann Steuern bezahlt und du das Geld dann ausschüttest, dann zahlst du immer mindestens 47,5% Steuern. Und zwar immer, also flat. Für den ersten Euro und den letzten Euro. Das führt tatsächlich dazu, wenn du das Geld im Privaten brauchst und das Geld dann tatsächlich aus der GmbH auch ausschüttest, dann ist eine GmbH steuerlich immer teurer
als ein Einzelunternehmen. Und das solltest du tatsächlich auch dringend wissen, denn die meisten Leute haben das gar nicht auf den Schirm. Die schauen immer nur auf die Steuerbelastung in der Gesellschaft an und vergessen, dass sie nochmal Steuern bezahlen, wenn sie das Geld aus der Gesellschaft rausnehmen. Und da kommt die Holding ins Spiel. Bei der Holding sieht es grundsätzlich sehr ähnlich aus. Das heißt, die operative Gesellschaft in einer Holdingstruktur zahlt 15% Körperschaftssteuer, ungefähr 15% Gewerbesteuer, das heißt 30% Steuern. Es verbleiben 70% von dem ursprünglichen Gewinn. Und wenn die operative Gesellschaft in der Holdingstruktur das Geld ausschüttet, dann wird auf Holding-Ebene, wie ich eingangs gesagt habe, nur noch 5% versteuert. Und das klingt natürlich wahnsinnig spannend. Das ist natürlich viel weniger. Das Problem ist hier an dieser Stelle aber immer noch, wenn du das Geld privat brauchst, für Urlaub, Kinder, Familie, was auch immer, für private Angelegenheiten, geht auch niemand was an, ist ja privat, musst du das Geld dann aus der Holding ja dann noch einmal ausschütten in deinen Privatbereich. Und dann würdest du tatsächlich auch noch einmal 25% Kapitalertragssteuer plus Solidaritätszuschlag zahlen. Das führt dazu, dass du in einer Holdingstruktur, wo du versteuerst, auf operativer Ebene, ein klein bisschen versteuert auf Holding-Ebene, aber dann nochmal versteuert bei der Ausschüttung ins Privatvermögen, du trotzdem 50, teilweise über 50% Steuerbelastung hast. Solange du das Geld privat brauchst und immer bis in den Privatbereich ausschüttest, ist eine Holding-Gesellschaft sogar teurer als eine normale GmbH und teurer als ein Einzelunternehmen. Den großen Vorteil hat eine Holding-Gesellschaft, wenn du das Geld nicht ins Privatvermögen ausschüttest. Das heißt, dein Leben ist gesichert, der Kühlschrank ist voll, du bist in Urlaub gefahren, dir geht's privat prima. Aber du verdienst mehr Geld, als du eigentlich brauchst. Dann kannst du das Geld nämlich in deinem Firmenkonstrukt lassen. Also in der Holdinggesellschaft in dem Fall. Das heißt, dann kannst du nahezu steuerfrei die Gewinne aus einer operativen GmbH in die Holding verschieben, weil wie gesagt unter 1% Steuern, und dann liegt es da in der Holding. Und da in der Holding kannst du dich dann an anderen Kapitalgesellschaften beteiligen. Zum Beispiel einfach börsennotierten Unternehmen. Also du kannst einfach Aktien kaufen. Weil Unternehmen, die an der Börse gehandelt sind, sind normalerweise auch Kapitalgesellschaften. Das heißt, du kannst dann tatsächlich zum Beispiel Aktien kaufen und dann Vermögen auf der Holding-Ebene aufbauen, um es dann irgendwann später vielleicht mal ins Privatvermögen zu übertragen. Und was du natürlich auch machen kannst, wenn du ein kreativer Geist bist und du weißt, dass du irgendwann mal wieder ein neues Unternehmen gründen wirst, dann kannst du die Gewinne aus einer heute operativen Gesellschaft in die Holding ausschütten, zahlst darauf nahezu keine Steuern und irgendwann in 1, 2, 3, 4, 5 Jahren, wenn du eine neue Geschäftsidee hast, dann kann deine Holding GmbH ja einfach noch eine weitere oder eine dritte oder eine vierte oder eine fünfte GmbH gründen und du kannst dann die Gelder, die du irgendwann mal ausgeschüttet hast, aus deiner operativen Gesellschaft in die Holding, die kannst du dann einfach nutzen, um neue Unternehmen zu starten. Und dann hast du die Gewinne aus der einen operativen GmbH nahezu steuerneutral in andere operative GmbHs übertragen quasi. Man kann zusammengefasst also sagen, eine Holding ist nicht per se dafür da, um Steuern zu sparen. Eine Holding ist dafür da für Unternehmer, die wissen, dass sie Geld in Zukunft eher reinvestieren wollen und die das Ganze eher so als Sparschwein für zukünftige Investitionen sehen, also unternehmerische Investitionen in erster Linie. Dann, und in diesem Fall ergibt ein Holding-Konstrukt absolut Sinn. Per se, um weniger Steuern zu sparen, ist eine Holding tatsächlich eher ungeeignet. Und zusätzlich wichtige Einschränkung. Ich habe es eingangs gesagt, dieses Konstrukt kostet erstmal Geld. Das heißt, du hast Fixkosten, die deutlich höher sind als bei einem Einzelunternehmen. Das Ganze ergibt erst dann Sinn, wenn dein Gewinn entsprechend hoch ist. Du kannst tatsächlich ein Einzelunternehmen später auch umwandeln in eine GmbH und auch in eine GmbH in einem Holding-Konstrukt. Das ist möglich. Du kannst die Rechtsformen eines bestehenden Unternehmens umwandeln. Und deswegen ist mein dringender Appell, gerade an die Gründer von euch, solange ihr noch nicht nachhaltig 100, idealerweise 150 oder 200.000 Euro Gewinn macht und das Geld nicht privat benötigt, dann solltet ihr euch vielleicht heute noch nicht mit Holding beschäftigen oder von mir aus könnt ihr euch damit beschäftigen, aber eher theoretisch, aber fangt nicht an, bevor ihr wisst, ob euer Geschäftsmodell eigentlich funktioniert, jetzt sofort eine Holding und eine operative Gesellschaft zu gründen und euch riesengroße Fixkosten ans Bein zu binden, um dann anschließend festzustellen,
dass ihr mit eurem Geschäftsmodell gar nicht so viel Geld verdient, wie ihr euch eigentlich am Anfang versprochen habt. Deswegen ist mein dringender Appell für diejenigen, die ganz am Anfang erstmal unbürokratisch starten wollen. Für die ist tatsächlich ein Einzelunternehmen das Beste. Für diejenigen, die mehr Geld verdienen als das, was sie privat jeden Tag brauchen und wissen, dass sie in Zukunft neue Projekte starten wollen und generell Leute sind, die auch wissen, dass sie sich nachhaltig, ich will mal sagen, für den Unternehmerweg entschieden haben, für die ist eine Holding tatsächlich genau das Richtige. Und dann solltet ihr tatsächlich auch eine solche Holding gründen. Ich kann mir vorstellen, dass du zu diesem ganzen Themenkomplex noch eine ganze Reihe von Fragen hast. Dann lass es mich doch gerne im Kommentarbereich wissen und ich versuche dir dann da gerne weiterzuhelfen. Und außerdem kommen zu diesem ganzen Themenkomplex in den nächsten Wochen und Monaten noch einige Videos und deswegen bin ich neugierig, was euch in dem Kontext Holding, GmbH und so weiter beschäftigt, damit ich weiß, was ich euch in den nächsten Videos erzählen kann. Du solltest auf jeden Fall den Kanal abonnieren, dann verpasst du die nächsten Videos nämlich nicht. Und wenn du ein Buchhaltungsprogramm brauchst oder einen Steuerberater brauchst oder ein Bankkonto brauchst für deine Holding, für deine operative GmbH, für dein Einzelunternehmen, findest du alles unten in der Videobeschreibung, findest du aber auch hier verlinkt. Und jetzt könntest du zum Beispiel eins der weiteren Videos anschauen, das ich auf diesem Kanal veröffentlicht habe. Zum Beispiel das hier oder das hier.